Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Ja, wir sind heute auf dem Main und wir haben heute was vor. Wir wollen unseren Sanduhrenvorrat aufstocken. Ne, ich möchte auf jeden Fall über 10.000 kommen. Ob wir das jetzt im Video schaffen, weiß ich nicht. Wir haben es ja jetzt auch momentan gerade Sanduhren steht Kopf-Event. Das heißt, wir kriegen sehr, sehr viele Sanduhren für sehr, sehr wenig Geld. Sollte man auf jeden Fall nutzen. Ne, ich skippe jeden Tag meine Alu und ja, zimmer dann sofort die Stadtwache rein, um den maximalen Boni von der Stadtwache mitnehmen zu können. Ne? Außerdem, ja, wenn ich immer so unter 10.000 bin, so, wenn das schon auf 7.000 ist, dann wäre ich immer schon leicht nervös, weil ich brauche sehr viele Sanduhren und die gehen sehr schnell weg. Ja, auf meinem Battlemage brauche ich die noch mehr und auf meinen W50 Char brauche ich die noch mehr, ja. Also da ist auf jeden Fall, ja, da muss ich auf jeden Fall noch ein bisschen was dieses Wochenende machen. Ich werde euch jetzt aber heute nur auf meinem Main mitnehmen und ein bisschen im Shop blättern. Auf den anderen Accounts mache ich das Ganze denn privat, weil das würde sonst, glaube ich, ein bisschen zu langwierig werden. Ein bisschen, ja, das dauert, glaube ich, ein bisschen, bis ich hier überall auf über 10.000 wieder hoch bin an Sanduhren. Ne? Und ja, deswegen. Aber ich wollte euch trotzdem mal ein bisschen begleiten oder ihr begleitet mich, ja, je nachdem. Ne? Auf der Suche nach ein paar Sanduhren. Ne? Und ja, dann würde ich sagen, let's go. Mal schauen, wie heute so unser Glück aussieht. Ein paar Epics. Ja, ein, zwei Epics kann man hier mitnehmen fürs Klöchen, Popöchen, ne? Falls mal, ja, wieder so eine Quest kam wie letztes Mal, dass wir hier ein 23,8, das lohnt sich auch schon richtig, ne? Falls wir ein Epic ins Klo werfen müssen oder so, dann, ja, sollte man immer eins auf Tasche haben. Und normalerweise blätter ich ja eigentlich nicht im Shop großartig nach, ja, wie heißt nach Epics so, ne, weil, ja, bringt mir ja jetzt auch nichts großartig so, ne, aber ein paar sollte man immer schon parat haben, damit man eben diese Quest auch wahrnehmen kann und nicht erst blättern muss, so wie ich letztes Mal, wenn es außerhalb des Epic-Events ist, so, ne, aber ich hatte bisher immer noch so, ja, nach dem letzten Leggy Dungeon habe ich mir, glaube ich, so 5 Epics oder so aufbewahrt, die ich dann für diese Mission extra aufbewahrt habe. Hier habe ich dann mein Mannequin hier angezogen. Und ja, das war es eigentlich. Ich hatte gehofft, dass die Quest nicht so oft kommt. 5 Stück habe ich behalten. Und ja, die sind aber jetzt seit dem letzten Leggy Dungeon schon aufgebraucht. Und deswegen, ja, ist das natürlich doof gelaufen, ne? Deswegen musste ich jetzt ein paar Mal schon blättern, ohne dass es überhaupt Event ist. Und mir fällt gerade auf, ja, kaufe ich mir das Ding noch? Na, nee, ich glaube nicht. Es ist ja bald wieder Legendary Dungeon, ne? Dezember ist es ja jetzt bald wieder soweit. Da kann es wieder weitergehen. Deswegen bis dahin, da kriege ich ja eh genug Epics, also brauche ich mir die jetzt nicht kaufen. So. Mir fällt aber gerade auf, dass ich nicht sehr viele Pilze auf dem Account hier habe. Das heißt, ich muss hier jetzt tatsächlich schon stoppen. Da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Ja, ja gut, ich meine ja, gut, ja, das ist natürlich ein bisschen doof. Wir machen weiter hier auf den Dings hier, auf den Battlemage, ne? Da brauchen wir ja auch noch ein bisschen was. Und deswegen machen wir immer weiter. Huch, habe ich gar nicht im Auge gehabt, tatsächlich, das Pilzproblem. Ja, gut. Wir werfen mal eine Waffe in eine Toilette hier. Zack, mal schauen, was kommt bei raus. Eine Magierwaffe, ist die besser? Nö. Okay, deswegen zerlagen wir es gleich mal. Ja, auf dem Account hier, auf dem Battlemage, sieht es noch ein bisschen besser aus mit den Pilzen. Deswegen machen wir hier auf jeden Fall mal weiter. Gut, dann muss ich mir auf jeden Fall dann ein paar... Huch, kam dann nochmal Sanduhren direkt dahinterher. Muss ich mir ein paar ansparen bis zum nächsten Sanduhren-Steht-Kopf-Event. Und ja, ich weiß, die Epics sind jetzt schon besser als meine Legendaries, aber es bringt mir ja nichts mal jetzt, ja, die Epics mitzunehmen, wenn in paar Tagen eh wieder, ja, Leggy Dungeon am Start ist. Deswegen für mich jetzt nicht weiter großartig interessant, die hier auszurüsten oder zu kaufen. Wir sind nur auf der Suche nach, ja,
Sanduhren und eventuell auch den ein oder anderen Trank, den man sich mal hier mit snaggen kann, ne? Oh, das ist eine freudige Überraschung, direkt unter der 10er eine 100er Sanduhrenpackung am Start, ne? Deswegen nutzt es auf jeden Fall, wenn hier dieses Sanduhren-Event ist, stockt euch da mit Sanduhren voll. Das lohnt sich auf jeden Fall, sollte man, denke ich, machen. Und ja, vor allen Dingen für Leute wie mich, die nicht sehr viel Zeit haben, auch zum Alu-Klicken so großartig. Und es sich auch einfach gar nicht lohnt, die Alu ja durchlaufen zu lassen, weil auf meinem Main bekomme ich halt für eine Stunde Stadtwache ja einen Skillpunkt, also 10 Millionen Gold. Das heißt, ja, für 10 Stunden Stadtwache bekomme ich ja 100 Millionen und das auch außerhalb vom Gold-Event. Deswegen lohnt sich das da vollkommen immer, die Stadtwache so gut es geht aktiv zu halten. Und deswegen halt auch ja, die Alu-Skipperei. Ne? Das genau, sollte man auf jeden Fall machen. So, wir halten mal ein bisschen Ausschau, vielleicht noch nach den ein oder anderen ja, blauen Pot. Die Flügeltränke nehmen wir noch mit. Zack, so, die kommen relativ häufig. Das, was man immer braucht, bekommt man nicht. Und das sind meistens die Attributtränke für das eigene Hauptattribut, ne? Und ja, so, gucken wir. Ich möchte eigentlich ein bisschen schneller blättern, aber ich möchte die Stärketränke nicht überblättern, so. Weil bei den Sanduhren, da wirst du ja immer sofort gestoppt hier im Shop. Und das ist natürlich ganz nice. Aber man überskippt natürlich die blauen Tränke, denn ein oder zwei nehme ich jetzt noch mit. So, den noch. Und jetzt noch einen blauen und dann machen wir mal hier Vollgas. Geben wir mal Vollgas hier im Shop. Komm, noch ein Stärketrank. Kommt, den nehmen wir auch noch mit. So, man kann ja nicht genug haben. Oh, nee, da habe ich einen überblättert. Das ist weg. Okay, gut. Wir geben ihn. Let's go. Gib ihm die Kante. Und jetzt wird hier ordentlich eskaliert. Mal schauen. Wir müssen hier auch auf jeden Fall ja, so auf 10.000 kommen vielleicht. Mal gucken, wie weit das Geld reicht, ne? Es ist ja auch immer erstmal eine Investition, ne, was man hier tätigt. Man gibt ja immer erstmal ein bisschen Gold aus, ne, aber bekommt es auf jeden Fall durch die Stadtwache, ja, doppelt, dreifach wieder auf jeden Fall. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie viel da der Profit ist, dadurch, wenn man die Alus skippt und am Tag irgendwie, ja, weiß ich nicht, effizient gefühlt ja, 23, 22 Stunden die Stadtwache laufen lässt, so. Das auf jeden Fall auf meinem Level. Das ist, denke ich mal, ja, da machen wir an einen Tag, holen wir da das Gold schon wieder rein, was wir jetzt hier an Sanduhren heute investiert haben. Deswegen da auf jeden Fall ultra worth, das Ganze hier zu machen, wenn es einen natürlich das Geld wert ist, so, ne? Das ist natürlich ein Aspekt, den darf man nicht aus den Augen verlieren. Und ja, das ist so eine Sache, aber ich meine, wer heutzutage Shakes and Fidget relativ weit oben spielen will, der sollte es auf jeden Fall machen. Und ich denke mal, viele von euch, die würden auch heutzutage gar nicht mehr spielen, wenn es diese Sanduhren nicht geben würde, weil ich glaube, die wenigsten von euch haben Bock drauf, die Alu durchlaufen zu lassen. Das ist ja, ich meine, wer macht das noch heutzutage? Das ist ja echt, also es ist klar nichts gegen die Leute so, ne, ist klar, ich meine, es spricht ja nichts dagegen so, ne, aber erstmal lohnt es sich halt nicht und der zeitliche Aufwand ist halt einfach viel zu hoch aus meiner Sicht. Deswegen, und heutzutage geht ja eh alles immer schnell, ratzfatz so, und Shakes and Fidget ist ja auch in den Jahren immer schneller geworden, so vom Spielstil, man erreicht immer mehr in immer kürzerer Zeit so, ne? Es werden immer wieder neue Rekorde aufgestellt und so weiter und so fort und deswegen, ja, hat sich das Browser-Game so ein bisschen an die heutige Zeit so angepasst. Früher war das Spiel auch deutlich langsamer gewesen, man kam deutlicher voran, man hat viel weniger zu tun gehabt als heutzutage so. Und das, habe ich da gerade eine 100er? Ich glaube, die kam hinter dem Pot, ne? Deswegen hat er das nicht gestoppt gerade bei mir. Genau, und deswegen, ja, mussten die sich da auch so eine Lösung hier einfallen lassen. Und ich denke mal, das war eine Entscheidung, die wird viele Spieler, denke ich mal, noch, ja, an der Stange gehalten haben. Ansonsten hätten wahrscheinlich schon viele, denke ich mal, das heute nicht mehr gespielt, so, ne?
Gehe ich mal einfach von aus. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das seht. Ob ihr jeden Tag eure Alus gibt oder tatsächlich noch die durchlaufen lasst, so. Ne? Das würde mich mal interessieren. Aber ich kenne kaum noch Leute tatsächlich, die das machen. So. Pots haben wir jetzt genug. Wir sind jetzt wirklich nur noch auf der Suche nach Sanduhren hier. Wir sind jetzt mittlerweile auch schon bei 9K, sehe ich gerade. Da ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Das ist natürlich ganz nice. Wir versuchen mal, ja, die 10K vielleicht noch voll zu kriegen, wenn wir noch ein paar 100er Sanduhren-Stacks kriegen. Das schmeckt hier mal richtig gut. Ja, oh, jetzt kriegen wir aber richtig viel. Ja, sehr nice, das freut mich. Und plündern hier den Shop aus heute, ne? So. Auf dem W50-Char muss ich das gleiche jetzt auch noch machen. Und, ja, da werde ich mich auch wieder so bis 10K hochstacken. Und, da nehme ich euch aber jetzt nicht mit. Ich denke mal, ja, so viel braucht ihr dann auch nicht sehen. Ne? Wir machen jetzt hier noch den Battle Mage full. Ja, auf Main hätte ich das auch gerne gemacht, aber wie gesagt, da sind die Pilze ein bisschen knapp. Ne? Da kann ich, das habe ich leider vorher nicht beachtet. Ne? Aber kannst du nichts machen. So. Wir blättern mal noch so lange rum, bis das Gold alle ist, würde ich sagen. Wir haben ja jetzt schon einiges ausgegeben. Ne? Wir sind jetzt schon über 10K, aber man kann nie genug haben. Ich würde am liebsten würde ich 100.000 haben, ja, oder noch mehr, oder 1 Million oder so, oder unendlich. Ne? Das wäre auf jeden Fall ganz nice, aber ja, das geht natürlich nicht. Man hat aber schon häufig genug, sag ich mal, diese Events, wo man, ja, diese Sanduhren-Events, wo man sich schön eindecken kann von Event zu Event, ne? Huch, oh, die nicht, ja, die möchte ich aber noch mitnehmen hier. Die brauche ich noch, den 100er Stack. Genau, und da hat man auf jeden Fall genug, ja, womit man sich eindecken kann. Okay, gut. Wir sind soweit empty vom Gold her, fast. Ja, jetzt haben wir nochmal wieder ein bisschen was. Ich kann es aber auch nicht sein lassen, so, ne? Aber ja, umso mehr man sich eindeckt, umso mehr hat man Ruhe, ne? Das ist halt das Ding so, ne? Umso länger hast du deine Ruhe fürs nächste Mal Sanduhren blättern, ne? Und ja, so. Gold geht schnell weg, aber kommt natürlich auch umso mehr wieder rein hier nachher am Ende des Tages, so, ne? Auf dem Battle Mage lohnt sich das noch nicht so ganz krass, weil die Stadtwache mir hier nicht ganz so viel gibt wie auf dem Main. So, da bin ich vom Level her noch so ein bisschen natürlich noch nicht so weit, ne? Wie bei mir auf dem Main-Char. Aber das kommt mit der Zeit auch und lohnt sich trotzdem. Ja, das lohnt sich auch in diesem Levelbereich trotzdem hier auf die Sanduhren zu gehen und die Quests zu skippen. Es lohnt sich immer. So ist immer Profit auf jeden Fall. Ne, da könnt ihr nichts falsch machen. Ist eine gute Sache. Und ja, wir blättern jetzt noch so lange, bis nochmal ein 100er Stack kommt. Dann bin ich zufrieden. Und dann beenden wir das Video heute hier. Dann war es das soweit. Jo, da haben wir es. Und ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Ja, wenn es der Fall sein sollte, lasst es mich wissen. Ne? Bisschen Shop-Action hier, ein bisschen blättern. Ne? Ich weiß gar nicht, ist ja, glaube ich, gar nicht Epic-Event, ne? Ne, wir haben ein paar Epics bekommen. Ist ganz cool. Ne? Habe ich jetzt gar nicht mit gerechnet, so. Aber wir haben ja auch noch ein paar Epics. Und wie gesagt, es ist ja auch bald wieder, ja, es ist ja jetzt auch bald wieder, sag schnell. Legendary Dungeon Time und deswegen, da werde ich mein Battle Mage hier auf jeden Fall auch ja, ausrüsten, nochmal komplett neu. Ne? Ihr seht ja, ihr habt ja gesehen, wenn sogar die normalen Epics mir schon plus 20 oder so geben, dann werden die Legis auf jeden Fall schon worth sein, die zu kaufen. Auf meinem Main werde ich mich, glaube ich, immer noch nicht umrüsten. Das ist es mir dann noch nicht wert. Ne? Da werde ich zwar trotzdem wie ein Bekloppter spielen, ja, aber neues Equipment werde ich mir da trotzdem nicht holen. Ist es für mich nicht wert. Warum bin ich so weit unten in der Ehrenhalle hier? Das verwundert mich. Gut, ich habe meine Alu noch nicht gespielt, aber verwundert mich trotzdem. Sonst war ich immer auf Platz, ja, den Top 10 auf jeden Fall. Na gut, werden wir noch aufholen heute, denke ich mal. Okay, das war's soweit von mir. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung und einen Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.